Er hat bestimmt keinen anderen. Er liebt nur dich. Danke, dass du mich trösten willst. Nur Henning zuliebe habe ich meinen Mund gehalten. Wie geht es ihm denn? Oh, er hat jetzt schon keine Lust mehr zu leben. Wenn ich ihm jetzt noch gesagt hätte, was ihr getan habt. Wie einsam muss sie gewesen sein, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Mein Vater wird dafür büßen, verlassen Sie sich darauf. Er hat dich nicht belogen. Die Kinokarten, die habe ich in seine Tasche getan. Du hast die Kinokarten in Toms Jacke gesteckt? Und die Liebesbotschaft für Tom auf dem Anrufbeantworter, wer hat die draufgequatscht? Etwa Christian? Nein, einer aus meiner Klasse. Alexa, bist du noch ganz dicht? Was hast du dir dabei gedacht? Tom und ich hätten uns deinetwegen beinahe getrennt. Das wollte ich nicht. Jetzt hör auf zu flennen! Darauf falle ich mit Sicherheit nicht rein. Uli, bitte. Wenn ich gewusst hätte... Halt die Klappe! Tom hat wirklich recht, du bist schlimmer als die Pest. Was suchst du? Die Butter. Bitte. Danke. Schmeckt's? Guten Morgen. Willst du nicht frühstücken? Danke, mir ist der Appetit vergangen. Wenn Henning euch so sehen könnte. Was wäre dann? Ich gehe jetzt ins Krankenhaus. Und wann wirst du Henning besuchen? Es wird langsam Zeit. Du weißt genau, dass er mich nicht sehen will. Du bist immer noch seine Frau. Du musst zu ihm. Er hat mich aus dem Zimmer rausgeworfen, wenn ich dich erinnern darf. Das hat er doch längst bereut. Er stand unter Schock. Er musste damit klarkommen, gelähmt zu sein. Christoph, er gibt mir die Schuld an dem Autounfall. Hast du nicht gehört? Weil ich mich von ihm getrennt habe, ist er einfach losgerast und jetzt liegt er da. Machst du es dir nicht sehr einfach? Ja, was soll ich denn tun? Was bitte soll ich Henning sagen? Überleg dir was. Die Trennung tut dir leid. Du hast voreilig gehandelt. Und es geht doch darum, Henning zu helfen. Der Junge ist schwer krank, verdammt nochmal. Entschuldige, ich wollte das nicht. Aber ich mache mir eben Sorgen um Henning. Du bist nicht der Einzige, der sich Sorgen macht. Ich denke Tag und Nacht an Henning. Aber wie soll ich ihm helfen, wenn er mich nicht mal sehen will? Du hast Henning versprochen, für ihn da zu sein. In guten wie in schlechten Tagen. Und nur weil er jetzt an den Rollstuhl gefesselt... Hör bitte auf. Du weißt genau, das ist nicht der Grund. Was zwischen dir und mir passiert ist, das lässt sich nicht so einfach aus der Welt schaffen. Wir müssen es aber versuchen. Bitte. Du kannst das vielleicht. Aber ich nicht. Im Krankenhaus ist Tom auch nicht. Aber warum denn nicht? Wahrscheinlich, weil er frei hat. Alexa, jetzt hör auf zu heulen, das macht dich wahnsinnig. Sag mir lieber mal, wo Tom ist. Ich weiß es doch auch nicht. Eins sag ich dir. Wenn wegen deiner blödsinnigen Aktion meine Beziehung im Eimer ist. Olli, das tut mir doch alles so leid. Alexa, hör auf zu jammern, ja, sonst passiert hier was. Warum hast du das getan? Jetzt antworte mir! Alexa, das ist keine Antwort. Weil ich weiß es auch nicht. Gott, ich Idiot, hab dich in meinen Schutz genommen. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Wann denken Sie, wird der Scheidungstermin sein?
Das hängt unter anderem von dem Gespräch mit dem Anwalt Ihres Mannes ab. Glauben Sie, dass er weiterhin auf seinen unverschämten Ansprüchen besteht? In Glaubensfragen müssen Sie sich an einen Kirchenrechtler wenden. Aber Sie werden doch eine Einschätzung haben. Nun, der Anwalt Ihres Mannes ist dafür bekannt, dass er keine überzogenen Forderungen stellt. Aber Genaueres wissen wir natürlich erst heute Abend. Diese Warterei ist unerträglich. Tja, eine gute Scheidung dauert nun mal ihre Zeit. Na, trotzdem. Wie gehen Sie eigentlich mit solchen Ungewissheiten um? Ich meine, die Suche nach Ihrem Vater tritt ja auch schon seit geraumer Zeit auf der Stelle. Diesen Mann ausfindig zu machen, habe ich mir in der Tat einfacher vorgestellt. Wahrscheinlich hat er schon damals alle Spuren verwischt. Zur Sicherheit. Es passt jedenfalls ins Gesamtbild. Eiskalt und berechnend. Aber vielleicht kann mir ja Frau Winkler weiterhelfen. Wer? Die damalige Wohnungsvermieterin meiner Mutter. Wir treffen uns heute Nachmittag. Wenn jemand meinen Vater bei Ingrid Bohn gesehen hat, dann Sie. Das sind ja erfreuliche Neuigkeiten. Und Sie glauben, diese Frau Winkler wird sich tatsächlich noch an die Bekannten ihrer Mutter erinnern? Sie scheint ein gutes Gedächtnis zu haben. Und sie hat im selben Haus gewohnt und einiges mitbekommen. Schön. Ich halte Sie auf dem Laufenden. Viel Glück. Danke. Na, kleiner Spaziergang. Was soll das? Ich hatte die vage Hoffnung, dass du deinen Mann im Krankenhaus vielleicht mal besuchst. Christoph, ich kann nicht zu Henning. Das macht alles nur noch schlimmer. Und was soll ich ihm sagen, wenn er mich fragt? Du gehst lieber spazieren oder was? Glaubst du vielleicht, deine Heuchelei ist besser? Wie kannst du deinem Sohn überhaupt noch in die Augen sehen? Weil mir seine Gesundheit wichtiger ist als alles andere. Ich lasse ihn nicht im Stich. Schön. Und was soll ich deiner Meinung nach tun? Sei für ihn da. Zeig ihm, dass du ihn brauchst. Dass du ihn nicht verlässt. Tut mir leid. Das kann ich nicht. Es ist deine verdammte Pflicht, ihm zu helfen. Aber es ist nicht meine verdammte Pflicht, ihm etwas vorzumachen. Das kannst du nicht von mir verlangen. Er ist gelähmt, vielleicht sein Leben lang. Das ändert doch nichts daran. Wenn ich zu ihm gehe, dann muss ich ihm sagen, was zwischen dir und mir vorgefallen ist. Ich begreife dich nicht. Ehrlichkeit ist doch kein absoluter Wert. Es gibt doch auch Notlügen. Klar. Und deshalb belügst du dich auch gleich selbst. Dir geht es doch gar nicht um Henning. Du möchtest doch nur dein schlechtes Gewissen beruhigen. Und deshalb versuchst du mit allen Mitteln, Henning und mich zusammenzubringen. Das ist Unsinn. Ich will, dass er das hier übersteht. Ja. Und wie ich es überstehe, ihn so zu belügen, das ist dir völlig egal. Es gibt keinen anderen Weg. Für dich vielleicht. Aber für mich kommt es nicht in Frage. Ich warne dich. Wenn du Henning sagst, was zwischen uns war, dann... Was dann? Hi. Hast du dich gut amüsiert? Kann man so sagen. Du wolltest doch nur die Platten wegbringen. Hat ganz schön lang gedauert. Ja, ein Kumpel von mir hat mich noch zum Frühstück eingeladen. Konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Was ist denn mit dir los? Siehst ja völlig fertig aus. Ich habe die Wahrheit gesagt. Echt? Mensch, das ist ja Weltpremiere. Gratuliere. Danke. Es war ein Fehler. Ja, Uli war wahrscheinlich nicht so begeistert von einer bösartigen Intrige. Er ist ausgetickt. Ja, du hast ihm schlaflose Nächte bereitet und er hat Tom völlig zu Unrecht verdächtigt. Da kann man schon mal ein bisschen austicken. Schon. Aber die beiden hätten sich bestimmt auch so wieder vertragen. Warum habe ich mich bloß verraten? Ich könnte mich ohrfeigen. Alexa, es war höchste Eisenbahn und das weißt du ganz genau. Mensch, Uli wird sich schon wieder beruhigen. Für den bin ich gestorben. Und für Tom sowieso. Komm, der wird es schon verstehen. Du bist in ihn verknallt. Sonst hättest du es doch alles gar nicht gemacht. Er versteht's aber nicht. Wieso nicht? Ganz einfach. Weil ich ihm natürlich nicht gesagt habe, dass ich in ihn verknallt bin. Ach so. Erstmal wieder nur die halbe Wahrheit.
Hätte ich mir ja denken können. Mensch, die ganze wäre doch mega peinlich. Oder? Sie haben ja schon wieder nichts gegessen. Ich habe keinen Hunger. Heute Abend vielleicht. Hoffentlich. Sonst muss ich den Arzt informieren. Also an deiner Stelle würde ich ja machen, was sie sagt. Ich esse, wann es mir passt. Aber wenn du nichts isst. Ich habe einfach keine Lust, okay? Woran denkst du? An Caroline. Vor ein paar Tagen haben wir uns noch auf unsere kirchliche Trauung gefreut und dann gibt sie mir einfach den Laufpass. Wenn ich wenigstens wüsste, warum. Sei doch froh, dass du sie los bist. Sie hat dich überhaupt nicht verdient. Danke. Trotzdem wüsste ich gern, warum ich sie los bin. Das ist doch total egal. Nein, ist es nicht. Ich liege den ganzen Tag hier im Bett und ständig diese Frage, warum, warum? Also wenn du es wirklich wissen willst. Ja, bitte? Na, wie geht's dir? Gehen tut dir gar nichts, aber ich liege ganz gut. Entschuldige, natürlich. Dumm von mir. Ist schon okay. Du haust schon ab? Ja, aber ich komme dich später noch mal besuchen. Schön. Ciao. Frau Winkler? Max Jansen, wir haben telefoniert. Angenehm. Wollen wir uns setzen? Viel Zeit habe ich ja nicht. Das sage ich Ihnen gleich. Wir bauen nämlich unseren Speicher um. Und da muss ich noch entrümpeln. Ja, keine Sorge, ich werde Sie nicht lange aufhalten. Ja. Was darf ich Ihnen bringen? Ja, ich weiß nicht. Sie sind eingeladen. Also für mich jedenfalls ein Espresso. Ja, für mich auch. Aber bitte mit Milch. Ihre Augen, ganz wie die Mutter. Sie erinnern sich an sie? Ja, sie war eine angenehme Mieterin. Ruhig, sauber, immer freundlich und hilfsbereit. Plus dieses schreckliche Ende. Das war wirklich ein Schock. Die Polizei war da und hat alles untersucht. Danke. Bitte schön. Aber um auf mein Anliegen zurückzukommen. Ihr Vater. Sie kennen ihn? Darüber habe ich den ganzen Tag nachgedacht. Aber wissen Sie, ich tue ja meinen Mietern nicht nachspionieren. Hauptsache, sie sind ordentlich und zahlen pünktlich ihre Miete. Ja, ja, wie meine Mutter. Ja, deshalb kann ich auch so wenig sagen, wie sie gelebt hat. Das ging mich auch gar nichts an. Ja, aber wenn man in einem Haus wohnt, dann trifft man sich doch schon mal auf der Treppe, oder? Sie ist immer alleine weg und niemals in Begleitung wiedergekommen. Jedenfalls, was ich so mitgekriegt habe. Und Ihnen fällt wirklich überhaupt nichts ein, was meinen Vater betrifft? Sein Vorname ist Peter. Vielleicht hat meine Mutter mal seinen Nachnamen erwähnt. Schmeckt's dir nicht? Doch, aber ich habe gerade keinen Hunger. Danke. Hi. Ist hier noch frei? Was willst du? Na, was wohl? Tom, es tut mir leid. Ich weiß jetzt, dass ich dich zu Unrecht beschuldigt habe. Ach, auf einmal. Und welchem Umstand habe ich deine plötzliche Einsicht zu verdanken? Alexa. Sie steckt hinter der Aktion mit den Kinokarten und dem Anruf. Was? Sie hat's mir gestanden. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Ist es aber. Sie hat diese Kinokarten in deine Jacke gesteckt und einer aus ihrer Klasse hat die Liebesbotschaft für dich auf den AB gesprochen. Wie geht es, Henning? Als ob dich das wirklich interessieren würde. Auch wenn du es nicht glaubst, ich mache mir die größten Sorgen um ihn. Stimmt, ich glaube dir nicht. Aber wenn du es genau wissen willst, Henning geht es verdammt dreckig. Ja, was hast du denn erwartet? Er kann einfach nicht verstehen, warum du ihm das alles angetan hast. Du hast ihm alles gesagt?
Leider nicht. Christoph ist ein bisschen zu früh aufgetaucht. Ihr seid also nicht aufgeflogen. Davor habe ich keine Angst. Im Gegenteil. Dann wäre es endlich raus. Wirklich sehr einfach für dich. Dann müsstest du dir ja nicht mal mehr die Mühe machen, Henning anzulügen. Du hast nicht das Recht, mich so zu behandeln. Doch. Und das Beste wäre, du würdest von hier verschwinden. Danke für den Rat. Aber die Entscheidung musst du schon mir überlassen. Irrtum. Du hast überhaupt nichts mehr zu entscheiden. Du bist nicht mehr erwünscht. Als es dir schlecht ging, da war ich gut genug. Da wusste ich auch noch nicht, wie verlogen du bist. Und was hat die Vermieterin geantwortet? Sie hat meinen Vater niemals gesehen und meine Mutter hat ihn nie erwähnt. Wie bedauerlich. Tja, aber vielleicht ist es auch ganz gut so. Manchmal ist es besser, wenn man nicht so viel über die Vergangenheit weiß. Was haben Sie? Ach, ich weiß nicht, ob diese Suche überhaupt noch einen Sinn macht. Sie wollen aufgeben, nur weil diese Frau Winkler sich an nichts erinnert? Sie hat mir jedenfalls den Rat gegeben, die Vergangenheit besser ruhen zu lassen. Max, dieser Mann hat Ihre Mutter auf dem Gewissen. Und wenn, Rache macht sie nicht wieder lebendig. Ist alles in Ordnung mit Ihnen? Ja, wieso? Sagen Sie mal, Sie haben sich doch nicht etwa verliebt? So. Wie heißt denn die Glückliche? Kenne ich sie? Ohne meinen Anwalt sage ich kein Wort. Und Ihre neue Flamme versucht Sie jetzt von der Suche nach Ihrem Vater abzuhalten? Nein, sie weiß ja gar nichts davon. Max, Sie dürfen nicht aufgeben. Sie finden sonst niemals Ruhe in Ihrem Leben. Im Augenblick beschäftigen mich eben weiter schönere Dinge. Tom, unser Streit war völlig überflüssig. Eben. Du hättest mir einfach vertrauen müssen. Ja, ich weiß. Und warum hast du nicht? Soll ich dir sagen, warum? Weil du mich nicht genug liebst. Ach, das ist doch Unsinn. Ich war eifersüchtig, gerade weil ich dich liebe. Irrtum. Du stehst immer noch nicht zu mir. Genau wie damals, als du mich verleugnet hast. Tom, das ist nicht wahr. Das ist lange vorbei. Kannst du mir verzeihen? Mensch, Tom, ich liebe dich. Ich liebe dich doch auch. Was machen wir jetzt mit Alexa? Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Warum zieht sie so eine linke Nummer ab? Ich verstehe das nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist das wieder einer ihrer blöden Streiche. Es muss doch irgendwas vorgefallen sein. Was hat sie sonst davon, wenn wir uns streiten? Woher soll ich das wissen? Hast du irgendwas Besonderes an ihr bemerkt? Nö. Obwohl, da war doch was. Ja, und was, bitteschön? Ich habe versprochen, es nicht zu sagen. Ja, okay. In Anbetracht der Umstände, Alexa hat mich geküsst. Alexa hat was? Sie hatte einen im Tee und da ist es mit ihr durchgegangen. Ach, das ist nun wirklich ein Hammer. Und das erfahre ich erst jetzt. Ja, ihr war das mega peinlich. Ich habe dem Kuss einfach keine Bedeutung beigemessen. Aber so langsam kommt hier ein kleiner Verdacht. Ja, nicht direkt. Aber indirekt. Dass sie wirklich glaubt, sie hätte irgendeine Chance bei mir, ist doch absurd, oder? Henning braucht dich, auch wenn es nicht den Anschein hat. Wie lange willst du ihn noch so quälen? Er hat mich doch rausgeworfen. Du weißt genau warum. Also hör auf damit. Erst wenn du damit aufhörst, mir Vorschriften zu machen. Wir haben beide einen Fehler gemacht. Und jetzt müssen wir sehen, dass das wieder in Ordnung kommt. Du kannst das Geschehene aber nicht rückgängig machen. Weder vor Henning noch vor Kathi. Ach, was hat denn Kathi damit zu tun? Sie will, dass ich Friedenau verlasse. So ein Unsinn. Henning braucht dich. Du kannst jetzt nicht gehen. Und wer fragt danach, was ich will? Also schön. Was willst du? Mir reicht es jetzt. Ich will endlich reinen Tisch machen. Und was soll das heißen? Ich werde Henning die Wahrheit über uns sagen. Störe ich? Oh nein, ich mache nur ein paar Notizen für die Besprechung heute Abend. Ich möchte Sie auch nicht lange aufhalten, nur ich habe etwas gefunden, was Sie sicher interessieren wird. Dieses Hotel hat mir Ingrid mal vor vielen Jahren empfohlen. Ach, und wie kommen Sie jetzt darauf? Ach, ich habe gerade meinen Schreibtisch aufgeräumt und da habe ich diese Karte gefunden. Und jetzt meinen Sie, dass meine Mutter und mein Vater... Wäre doch möglich. Irgendwo müssen Sie sich ja getroffen haben, oder? Wissen Sie denn, ob das Hotel überhaupt noch existiert? Keine Ahnung, aber das lässt sich doch herausfinden.
Wenn Sie nicht alleine fahren wollen, nehmen Sie doch Ihre Freundin mit. Brügge ist eine sehr schöne Stadt. Speziell für frisch Verliebte. Hat meine Mutter das gesagt? Möglich. Aber wenn das alles nicht so lange her wäre. Vielleicht erinnert sich ja doch noch jemand an die beiden. Sie fahren? Entschuldigen Sie mich einen Moment. Frau Winkler? Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Kommen Sie doch herein. Winkler. Von Anstetten. Die Gräfin mit den 2 Männern? Ein Missverständnis. Das sich in Kürze erledigt hat. Was kann ich für Sie tun, Frau Winkler? Ach, ich habe Ihnen doch erzählt, dass wir unseren Speicher umbauen. Ja? Ach, so ein Haus macht bloß Arbeit, weil manche Mieter hinterlassen so allerlei. Jedenfalls, das habe ich beim Entrümpeln gefunden. Alte Papiere von Ihrer Mutter. Vielleicht finden Sie ja da was über Ihren Vater. Was soll ich nur machen? Tja, schwer zu sagen. Gehe ich, dann lasse ich Henning im Stich und das hat er nicht verdient. Bleibe ich und sage ich ihm die ganze Wahrheit, dann wird er nicht nur mich, sondern auch seinen Vater hassen. Wahrscheinlich. Was ist denn schlimmer? Was meint Christoph denn dazu? Er will, dass ich bei Henning bleibe und ihn weiterhin belüge. Ja, aber das kannst du nicht machen. Nein. Könntest du dir vorstellen, dass Henning und du, ich meine, dass es zwischen euch wieder so wie früher werden könnte? Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Okay, anders gefragt. Liebst du Christoph noch? Nicht mal das kann ich mit Sicherheit sagen. Vielleicht solltest du dir erstmal über deine Gefühle klar werden und dann die Entscheidung treffen. Das sagt sich so einfach. Dass es einfach ist, habe ich nie behauptet. Glaubst du, Henning könnte mir verzeihen, dass ich ihn betrogen habe? Ein Seitensprung ist eine Sache, aber dass du dir ausgerechnet seinen Vater ausgesucht hast. In jedem Fall wird Henning verletzt sein und das wird auch eine Weile dauern. Vermutlich, ja. Ich wünschte, ich könnte dir da einen Rat geben, aber ich bin einfach überfragt. Sag mir wenigstens, wohin du willst. Damit du mit Tom auf den Hals hältst. Willst du wieder in Mallorca Eis verkaufen oder was? Mal sehen. Und wenn dir unterwegs was passiert? Immer noch besser, als Tom und Uli in die Hände zu fallen. Du kannst ihm doch einfach sagen, warum du es getan hast, weil du eben total in Uli verknallt bist. Niemals! Immer wenn es brenzlig wird, willst du abhauen. Das ist doch keine Lösung. Immer noch besser, als hier zu bleiben. Lieber sterbe ich. Pass auf dich auf. Meld dich mal. Sieht so aus, als käme gerade noch rechtzeitig. Hallo. Soll ich wieder gehen? Wie fühlst du dich? Was interessiert dich das? Du hast dich doch von mir getrennt. Henning, bitte hör auf. Ich denke Tag und Nacht an dich. Bloß kein Mitleid, das hat der Arzt verboten. Warum hast du dich von mir getrennt? Und komm jetzt nicht mit einer faulen Ausrede, es ist schädlich für den Patienten. Henning. Caroline, warum hast du mich verlassen? Sag mir endlich die Wahrheit.